mit dem Rucksack durch Südostasien. Das war der Plan für diesen Sommer. Vietnam, Thailand und Philippinen. 3 Länder, keine Reiseplanung, nur ein Ticket von Frankfurt nach Vietnam. In Hanoi angekommen, wurde natürlich erst einmal die Stadt erkundet. Streetfood, Scooter überall und ein belebtes Nachtleben. Perfekte Bedingungen für einen entspannten Start in die Reise. In Hanoi trafen wir in unserem Hostel 2 Mädchen, die am nächsten Tag nach Ha Giang fahren wollten, um dort den legendären Ha Giang Loop zu machen. Vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört. Eine 4-tägige Motorradtour durch die nördlichen Berge und Dschungel des Landes. Am nächsten Abend saßen wir im Sleeperbus auf dem Weg nach Ha Giang. Was ist die Lage? Ja, die haben jetzt einmal in unseren internationalen Führerschein einfach so einen Stempel reingehauen. Also dürfen wir jetzt A1 fahren. Jetzt geht's Motorradfahren. In den Bergen von Vietnam. Er ist im Kasten. Neue Aussicht. Neuer Stock. Die 4 Tage waren vom Aufbau her ziemlich ähnlich. Den Tag über Motorrad fahren, die Landschaft genießen, Sieht doch alles gleich aus. viele Pausen einlegen und gut zum Mittagessen, bis man dann abends in den Homestays ankam. Homestays sind so eine Art große Höfe mit Zimmern und Dorms zum Schlafen und meist noch Areas, wo man essen oder feiern kann. Nach dem Ankommen dann kurz auf die Zimmer, duschen, gemeinsam mit allen essen und dann in vietnamesischem Stil mit Reiswein aka Happy Water in den zweiten Teil des Abends starten. Lunch off, guys. Come on. Good night, man. Good night. Good night.
Yeah, where's Hey, stop die Lampe uit, jongen! Bro, I try. I don't know where the switch is. Ah, jongen, hou kijk, jongen! Dat kut, Maxime. Turn the light off, man! Turn the light off! Ah! Hilfe, Hilfe! Aber abseits von all dem Partymachen war die Natur auf dem Hajang Loop natürlich crazy. Auf irgendwelchen Dirt Roads durch die Berge von Vietnam fahren, eine 10 von 10 Erfahrung, an die man sich noch lange erinnern wird. Nach dem Loop ging es mit dem Sleeper weiter nach Cat Ba, die größte Insel der Halong Bay. Good, thanks. You. My bum hurt. Von Cat Ba mit der Fähre zurück aufs Festland und weiter ins Landesinnere nach Ninh Binh. Reisfelder überall, Berge, die dazwischen hochragen und alte Tempel. Der Ort sah aus wie in einem Film. Guys get the mics, and then Eden gets them back to Marcus, and I get them back to you. And you drive yourself. Ich hatte nach dem ganzen Scooter- und Motorradfahren auch mal wieder Lust auf was anderes, also habe ich mir für den Tag ein Fahrrad für umgerechnet 1,50 € ausgeliehen. Fahrrad für umgerechnet 1,50 € am Tag? Da sagt man nicht nein. Jetzt gerade irgendwie 40 Grad gefühlt, aber zum Glück habe ich eine 50er Sonnencreme. Nach 4 schönen Tagen stand die längste Busfahrt bisher an. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube es waren 14 Stunden weiter in den Süden nach Hoi An, die alte Kaiserstadt, vor allem bekannt für die überall vorhandenen Schneider und die schöne Altstadt.
Bei dem ganzen Aufgebot kommt man natürlich nicht darum herum, sich etwas schneidern zu lassen. Also habe ich mich für ein Leinenhemd entschieden. Ein Anzug war nicht mehr drin, da das Geld für den übermäßigen Konsum von vietnamesischem Bier benötigt wurde. Bis zu dem Punkt war ich mit Freunden, die ich auf dem Loop kennengelernt hatte, unterwegs. Max war schon nach Thailand geflogen, wo wir uns später wieder treffen sollten. Jetzt war es aber auch Zeit, Bye-Bye zu sagen, und so ging es nochmal 13 Stunden weiter südlich nach Dalat. Ich hatte gehört, dass es dort aufgrund des Standortes in den Bergen auf so und so viel Metern Höhe europäisches Klima haben sollte, und außerdem wollte ich mir sowieso 2-3 Tage zum Chillen nehmen, bevor es dann in die größte Stadt im Süden, Ho Chi Minh, weiterging. Relaxen hat nur so halb geklappt, aber wenigstens habe ich ein nices Hostel mit einem Gym gefunden, wo ich trainieren konnte. Ein bisschen die Stadt erkunden. Nach 150 Metern nimmt im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Und was macht man, wenn einem langweilig ist? Man lässt sich ein Tattoo stechen. Ein letztes Mal Busfahren nach Ho Chi Minh. Zwei Tage, genug Zeit, um das Kriegsmuseum und die Stadt anzuschauen. Willkommen in Ho Chi Minh. Hier ist ein bisschen mehr los als woanders, aber eine heiße Stadt. Danach hieß es Bye-Bye und Danke Vietnam. Ich hatte eine sehr, sehr coole Zeit dort und war glücklich, das Land gesehen zu haben. Nächster Stopp: Thailand.